In diesem Video erkläre ich euch, wie ich meine individuelle Schwerstbehindertenassistenz, kurz ISA, genehmigt bekam. Ihr erfahrt unter anderem, wo ich die ISA beantragt habe, welche Probleme dabei auftreten können und wie ich meine Assistenzkräfte finde. Eine ISA bedeutet persönliche 24-Stunden-Assistenz. Eine Assistenzkraft ist rund um die Uhr in der Nähe, um im Alltag zu unterstützen. Mit einer ISA kann die assistenznehmende Person, also der Mensch mit Behinderung, selbstbestimmt leben, egal wie schwer die Behinderung ist. Dies gilt sowohl in der eigenen Wohnung als auch im Urlaub. Weil die Assistenzkraft bei der assistenznehmenden Person übernachtet, muss die Wohnung mindestens 2 Zimmer haben. Die Assistenzkräfte arbeiten meist in Blockdiensten zwischen 24 und 168 Stunden am Stück, manchmal sogar länger. Persönlich halte ich jedoch nur 24 oder maximal 48 Stunden am Stück für machbar. Längere Einsätze sind in meinen Augen zu anstrengend und belastend für alle Beteiligten. Jede Person mit Pflegegrad 4 oder 5, Stand 2025, die kein eigenes Vermögen besitzt, kann in Deutschland bei ihrem Kostenträger eine ISA beantragen. Diese ist im Sozialgesetzbuch SGB IX verankert. Dennoch werden diese Anträge häufig erst einmal abgelehnt, weil eine ISA deutlich teurer ist als ein Pflegeheimplatz. Nach meiner Erfahrung versuchen Kostenträger, also beispielsweise Pflegekassen, Rentenkassen oder, wie in meinem Fall, der Bezirk, häufig zu sparen. Ich selbst habe über 1 Jahr lang per E-Mail mit meinem Kostenträger kommuniziert und ausführlich erklärt, warum ich eine ISA benötige. Leider ohne Erfolg. Nach langem Überlegen habe ich dann einen Anwalt eingeschaltet. Er bot mir an, die Angelegenheit zu klären, und ich nahm das Angebot an. Überraschenderweise wurde bereits wenige Wochen später die ISA genehmigt. Den Anwalt mussten meine Eltern und ich allerdings selbst bezahlen. Ich habe anschließend mit dem Pflegedienst Arbeiter-Samariter-Bund, ASB, Würzburg einen Vertrag abgeschlossen. Dieser Vertrag besagt, dass mir der ASB Assistenzkräfte zur Verfügung stellt. Die Assistenzkräfte, die ich selbst gerne fremde Hände nenne, darf ich mir eigenständig suchen. Der ASB stellt sie anschließend für mich ein. Meine Assistenzkräfte finde ich über das Internet, zum Beispiel in verschiedenen Facebook-Gruppen oder über eBay Kleinanzeigen. Dadurch erreiche ich viele potenzielle BewerberInnen. Zunächst kommuniziere ich mit ihnen per E-Mail oder Chat, und nur wer in Frage kommt, wird zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Mir ist sehr wichtig, dass die menschliche Ebene stimmt, da ich mit meinen fremden Händen 24 oder 48 Stunden am Stück meinen Alltag teile. Eine spezielle Ausbildung ist für meine Assistenzkräfte nicht erforderlich, prinzipiell kann diesen Job bei mir jeder übernehmen. Allerdings müssen sich die Assistenzkräfte dem Alltag und dem Tagesrhythmus der assistenznehmenden Person vollständig anpassen können. Ist das nicht möglich, wird die Zusammenarbeit schnell problematisch. Neue Assistenzkräfte arbeite ich eigenverantwortlich ein. Wegen meiner Sprachbehinderung dauert diese Einarbeitung etwa 1 Woche, damit sie alle notwendigen Handgriffe lernen und verstehen, wie ich kommuniziere und was ich brauche. Meine Assistenzkräfte ersetzen mir im Alltag meine Hände. Ich leite sie an und sage genau, was ich brauche und wie etwas zu erledigen ist. Die monatlichen Dienstpläne erstelle ich ebenfalls selbst. Wenn man, so wie ich, die Assistenzkräfte selbst organisiert, muss einem klar sein, dass nicht immer alles nach Plan läuft. Probleme tauchen oft plötzlich auf und müssen kurzfristig gelöst werden. Wenn sich beispielsweise eine Assistenzkraft kurz vor ihrem Dienst krank meldet und niemand kurzfristig einspringen kann, steigt mein Stresspegel enorm an. Schlaflose Nächte sind in solchen Situationen für mich keine Seltenheit. Denn meine fremden Hände haben normalerweise vormittags um 10 Uhr Schichtwechsel, kurz bevor ich aufstehe. Falls sich abends vor Schichtbeginn eine Assistenzkraft krank meldet und niemand einspringen kann, bleibt die aktuell diensthabende Assistenzkraft so lange bei mir, bis Ersatz gefunden ist. Es kam bereits vor, dass jemand 5 Tage am Stück bleiben musste, was sehr belastend war. Wie gesagt, 24 oder 48 Stunden sind machbar. Alles darüber hinaus
wird zur echten Herausforderung. Sollte gar keine meiner Assistenzkräfte verfügbar sein, stellt der ASB eine Ersatzkraft zur Verfügung, die dann allerdings nur meine Grundbedürfnisse abdecken kann. Mir ist sehr wichtig, dass sich meine fremden Hände bei der Arbeit wohlfühlen und sich nicht verletzen. Denn wenn sie gerne zur Arbeit kommen, geht es auch mir gut. Falls Probleme auftreten, kläre ich diese eigenverantwortlich mit der Assistenzkraft. Mein Pflegedienst unterstützt mich natürlich dabei, aber ich möchte selbstbestimmt Lösungen finden. Genau diese Selbstbestimmung ist für mich das Allerwichtigste. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, in einem Pflegeheim zu leben. Das wäre für mich der Horror. Auch wenn ich lange dafür kämpfen musste, ich bin ausgesprochen dankbar, dass es in Deutschland möglich ist, mit einer schweren körperlichen Behinderung selbstbestimmt in einer eigenen Wohnung zu leben. Für mich hat sich der Kampf absolut gelohnt.